Fontaine has been celebrating some kind of festival recently. Things are looking pretty lively in the square. They even changed the banners. Huh, there are a lot of people holding cameras. Oh, and they've got candy and snacks too. Looks like everyone's having a good time. Let's go and have a look for ourselves. Und damit, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen und hallo bei Genshin Impact für die PlayStation 4. Version 4.3 ist jetzt am Start. Eine Version, in der Furina ihr Debüt als Regisseurin und als Filmemacherin geben wird. Eine Version, in dem vor Chlorint ein Charakter veröffentlicht wird, der sogar auch eine Schusswaffe benutzt. Und eine Version, in der vieles neu auf jeden Fall ist. Und natürlich auch viele Events uns erwarten in der letzten neuen Version des Jahres 2023. Ach ja, da ist wirklich mal wieder ziemlich viel Zeit verstrichen in diesem Spiel. Aber nun die neue Hauptaktion Rosen und Musketen, womit wir auch gleich anfangen werden, ist jetzt erhältlich. Ayaka hat hierbei auch eine Hauptrolle. Ein neuer Charakter namens Shiori ist im Hintergrund auch zu sehen. Ob Shiori eigentlich spielbar wird, weiß ich nicht, aber ich glaube, das müsste auf jeden Fall so sein. Dann gibt es natürlich Probeläufe, vor allem auch von der Leiterin der leuchtenden Rose, der Spina di Rosula. Dann, ja, schau hinauf, der Lauf der Zeit, schau hernieder, das Treiben der Welt. Der Frühling findet die Burg, wenn die Vögel im Federkleid vorbeifliegen. Mond vergoldet in polierten Bronze, uralte Oden gesungen von Felsen, in Gedanken verloren, in Tränen treibend, die herrliche Szene Erinnerung rufend, um sie wieder zu erleben. Was ist das denn jetzt? Belohnung einsammeln. Ist das jetzt einfach bloß Dekoration? Wundersame Bronzestatue, goldenes Antlitz aus ferner Vergangenheit. Einfach nur eine Statue von Rex Lapis. Naja, dann hätten wir jetzt hier auch noch Navias Legendenauftrag. Geniale Beschwörung, geht ja auch weiter. Und der Kram. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass jetzt Rex Lapis, also Song Li, neue Kleidung hätte vielleicht zum Einkaufen. Na. Das wäre jetzt irgendwie passender gewesen. Aber wie dem auch sei, wie dem auch sei. Hier können wir jetzt erstmal nichts machen. Aber wir können uns jetzt erstmal ein bisschen Urgestein noch einsammeln. Wow. Da gibt es jetzt, ziemlich viele Entschädigungen. 300, 300, 300, 300. Ah, die Dankesbriefe hatte ich noch vergessen gehabt. Ja, stimmt ja, die Dankesbriefe hatte ich ja noch vergessen gehabt. Aber das wundert mich jetzt an der Stelle eigentlich überhaupt nicht. Denn ich hatte ja sowieso bei der letzten Aufnahme Internetprobleme gehabt. Und seitdem, naja, hatte ich hier auch nicht mehr gespielt. Aber wie dem auch sei, schauen wir uns mal den ersten neuen 4-Sterne-Charakter an. Wir werden sie zwar, sowieso später nochmal... Okay, das war jetzt, leider falsch. Saccharose wollten wir jetzt, nicht als 4-Sterne-Charakter haben. Das war jetzt, leider unpassend. Ich habe mich doch jetzt, hier nicht vertan, oder? Ich glaube, ich habe mich jetzt vertan. Bedauerlich, aber ich glaube, ich habe mir jetzt vertan, mit dem Erscheinen des nächsten neuen 4-Sterne-Charakters. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Ich muss aber jetzt mal kurz nachsehen. Wann sollte denn jetzt, der neue 4-Sterne-Charakter kommen? Erst mit der zweiten Bannerhälfte? Da habe ich jetzt, wirklich einen klitzekleinen Ausgabenfehler gemacht. Nö. Habe gar kein... Warte mal, Kranichhof.
Naja, Rosen und Musketen. Aktionszeitraum 5 Akte. Okay, das ist jetzt bisher der längste Akt seit längerer Zeit. Hierfür. Muss ich wirklich so sagen. Und warte mal. Hab mich jetzt damit auch ein bisschen vertan. Ich dachte, er sagt dieses Event wäre am Mittwoch gestartet, aber das ist ja wirklich erst heute gestartet. Nicht schlecht. Und jeden Tag gibt es anscheinend, einen neuen Akt hinzu. Das ist jetzt mal ganz neu, das Ganze so zu machen. Aber wie dem auch sei, dann haben wir jetzt halt ein bisschen Pech mit dem 4-Sterne-Charakter. Also machen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Tja, was soll ich dazu sagen? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen unpraktisch. Aber geben wir jetzt erstmal alles aus. Und generell die Version 4.3 läuft ja sowieso noch ein bisschen. Da können wir auch ebenso gut mal kurzzeitig ein paar andere Kleinigkeiten mal ausprobieren. Na gut, soweit so gut, soweit so gut. Mehr können wir da jetzt also nicht machen, mehr können wir da jetzt nicht packen. Also, was haben wir jetzt hier? Neue Sphären höchstwahrscheinlich, Reiseführer. Und ja. Machen wir mal Musketenschüsse, durchbrechen die Stille. Auf geht's. Möge das Event beginnen. Seriously? But, Mr. Morris, I don't understand, sir. How can you only be telling me this now? Und diesen Charakter, wenn mich nicht alles täuscht, Xavier, müssten wir doch eigentlich auch schon in der Veluria Mirage im Sommer-Event getroffen haben. Also dessen Wassergeist-Version. I'm afraid that there's nothing really I can do. I'm really facing a crisis. My hands are tied. But what about my film? Well, I'm afraid you'll have to come up with something on your own. Take it from me. Sometimes you just have to let things go. Same goes for this film festival. Oh. Also theoretisch? Isn't it Xavier? So he's back in Fontaine now. Ja, wollte doch jetzt sagen. Also eigentlich müssten wir ihn ja erkennen. Durch das Sommer-Event. Xavier! Aber eigentlich dürfte er uns nicht kennen. Why, if it isn't the dear traveler and Paimon. I really didn't expect to bump into you here at this time. Aber wir müssen ihn doch eigentlich ja bloß durch das Sommer-Event ja kennen. Oder von woher hätten wir ihn jetzt sonst noch kennen müssen? Lange nicht gesehen, ist meine Antwort jetzt. Well, I was doing just fine until I received some terrible news just now. The investor I was working with for my upcoming film has fallen upon some hard times and is no longer able to provide the promised amount of funds. Und im Hintergrund sehen wir auch schon einen neuen 4-Sterne-Charakter, wo ich eigentlich dachte, dass sie jetzt schon erhältlich wäre. Aber nein, dann wie es aussieht, wohl doch erst in der zweiten Bannerhälfte. Fehler können passieren. Can't you just find a different investor?
Unfortunately, that's not how it works. We had signed an agreement specific to the Fontainale Film Festival, stipulating that I cannot work with any other investors until the festival is finished. The Fontainale Film Festival? What's that? Oh, is this your first time participating in Fontaine's Fontainale Film Festival? Then allow me to fill you in. The Fontainale Festival was established to commemorate the legendary Loch Knights, who went on a quest to search for the Oceanids, and eventually welcomed the Hydro Arconageria. The holiday is deeply connected to the founding of Fontaine, as well as its unique laws and trials. It's one of the most important festivals for this nation. But what's with that weird expression on your face? It's like you're trying really hard to remember something. I was just trying to recall the exact description from the books, in order to avoid any unnecessary arguments over semantics. I usually try to recite things straight from the source. Well, either way, Paimon thinks she gets it now. It's just like the Windbloom Festival in Mondstadt, and the Lantern Rite in Lille. Yes, those are festivals of a similar variety. Who doesn't like a good festival? And just like those of other nations, Fontaine will hold a plethora of events around this time each year. To commemorate the Loch Knights, people will imitate them by putting on special costumes, raising golden cups, and going door to door asking for pure water. But a few years ago, Lady Farina started to find the whole idea a little drab, and so decided to change the part about pure water to sweets. That really doesn't surprise Paimon at all. The whole thing seems more akin to a carnival now, and it's quite popular among the kids. Every year you can hear a bunch of them saying, "Trial or treat." Oh, that sounds pretty fun. But how does that connect back to the film festival you mentioned? Yes, it appears I've strayed off topic. I just got too excited after seeing you. Let me get back to the point. The Fontainale Film Festival is an event proposed by the Fontaine Film Association this year. Now that film technology has matured as a medium, it's the perfect time to introduce more people to the art form. During this time, people may submit films to be evaluated, and the entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. The what award? The Farina Award. You know, after the Hydro Archon. They coined it while Lady Farina was still in power, but even though things have changed, no one has made any motion to update the name. Perhaps everyone still thinks of it as a pretty appropriate name. Even though she isn't the Hydro Archon any longer, Lady Farina is still Fontaine's superstar. Anyone with eyes can see the way she shines on the stage. Huh. Alright. Guess the name does work pretty well when you put it that way. Oh, but who would have guessed there'd be an issue with the funding? How will I ever explain this to Miss Chiori? Not to say all the other actors who traveled all the way here from Inazuma. Chiori? Sounds familiar. Where have we heard that name before? Moment mal. Der Bekleidungsladen am Hof von Fontaine. Haben wir sie dann doch schon mal gesehen? Mal sehen, ihr gehört der Bekleidungsladen am Hof von Fontaine, aber ich glaube, wir haben sie da noch nicht gesehen. Sie kommt doch erst mit dieser Version vor. Wir hatten doch bloß mit einer Mitarbeiterin von dir zu tun. Yes, that's her. I asked her to oversee the event's art direction, including the design of the actors' costumes and appearances. Oh, Paimon remembers now. Navia said that her clothes were designed by Chiori, and Kirara's outfit too. How to describe her? Well, she tends to be pretty direct and can be very forceful when it comes to dealing with people. The fashion world in Fontaine has dubbed her the Thundering Seamstress. Her remarkable designs have led many Fontainians to become very interested in Inazuma. Anyway, Chiori is acquainted with all the actors I've invited from Inazuma. Without her help, I don't think I would have been able to get such an international cast for the film. She really is a kind soul.
Who are the actors from Inazuma? Do we know them? Why don't the two of you accompany me to the Aquabus station to welcome them? Judging from the time, the Aquabus should be arriving shortly. Chiori will be waiting to meet me there as well. Gut. Musketenschüsse durchbrechen die Stille. Rosen und Musketen, erster Akt. Die Fontainale. Moment. Während der Fontainale habt du und Paimon eine besondere Gendarmin getroffen, die derzeit scheinbar nach Gästen sucht, die an einer Veranstaltung teilnehmen wollen. Auf dem Veranstaltungsgelände der Fontainale unterbreitet euch eine Experimentalfilmregisseurin in extravaganter Kleidung einen Vorschlag. Während der fröhlichen Festes gibt es auch Mitglieder der Filmbranche, die Probleme haben. Du und Paimon treffen in der Nähe des Veranstaltungsgeländes auf eine Auftragnehmerin, die in einer Zwickmühle steckt. Und eintauchen in den Rahmen. Der junge und talentierte Regisseur Petit Lumière hat euch sein Namenskärtchen überreicht. Er scheint eine einzigartige Vision zu haben, was die Technik des Filmemachens angeht. Sollen wir da jetzt schon was machen? Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water Also from aktuell Nîmes würde ich has lieber an enduring aftertaste. mit der normalen Haupthandlung jetzt weitermachen. Tja, aber In Inazuma, Aquabus. the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich Das and Problem der complex ganzen Sache ist flavor natürlich jetzt erstmal profile. wieder nach oben zu It gelangen. must be savored patiently to fully appreciate it. Aber ja, sehr interessant. Furina hat quasi seit Halloween her erfunden. Okay, wo geht's jetzt hoch? Die Navia-Linie? Bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher, wo wir jetzt hier rauskommen müssen. Es müsste ja eigentlich die Navia-Linie gewesen sein, oder? Ja. Warte mal, sie hat ein göttliches Auge doch, oder? Miss Chiori? Your talk with the Yeah. investor sure went fast. The Aquabus hasn't even arrived yet. Oh? And who are they? Allow me to introduce you. This is the Traveler and Paimon. Pleased to meet you. Likewise! We've heard the owner of Chioriya Boutique is a skilled seamstress, so it's a real pleasure to finally meet you in person. Das Kleid von Navia ist wirklich schön und außergewöhnlich. Why, thank you. I strove to create an outfit that matched her high social station as the demoiselle. So tell me, what happened? I can tell the conversation didn't go quite as expected. Well, it's like this. Tja, es wird erklärt. Der Investor ist abgesprungen. I know, Chiori, you don't have to say it. You did remind me that this investor was a little bit sketchy. Yes, there's no doubt about that. But how could I pass it up? He offered me twice as much as the others. And therein lies the problem. Yes, but just put yourself in my shoes. After obtaining such an excellent script, it's only natural that I would want to make the most of the film. The budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front such a large amount of mora, so... Don't be sad, Xavier. We might be able to help scrounge up some more together for you. Oh, thank you, Paimon. That means a lot to me.
but the cost of the film is staggering. I'm afraid that any moral we can scrounge together in a short amount of time won't even be able to cover the actors' fees. We need to move on. What's happened has already happened, and there's no changing it. But now's not the time to give up. What? You're saying that you have a plan? No, that's not what I mean. I'm simply saying I wouldn't give up just yet. The actors I recommended aren't just after Mora after all. Tja, und wann kommen die Schauspieler jetzt an? Na, wo ist der Aqua? Ah ja, Kamisato Ayato und natürlich Ayaka. Yoimiya ist auch noch mit dabei. Really? Then where do you live? We Melusines live in Mercy Village. The only way to enter is from underwater. Oh, you must be pretty tired after work every day, right? I mean, you have to swim all that way just to go home. We are so thoughtful. But some Melusines choose to live in the court of Fontaine because it's so much more convenient. This is our stop. Oh, we've arrived. But I haven't even finished chatting with Aval yet. I also enjoyed Aval's introductions to Fontaine along the way. Everything you described was so clear and detailed that we can't help but want to hear more. Thank you so much. I'm usually working here on the Sakura bus, so I hope I'll have the chance to see you again. There are still many more places I'd like to introduce to you. Welcome to the court of Fontaine. Chiori, you sure have changed a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. I haven't realized it's been so long. I was in such a rush when I left that I didn't even get to say goodbye. Thank you for extending the invitation, Mr. Xavier. I'm looking forward to a fruitful trip here in Fontaine. It's an honor to have the head of the Kamisato clan visit us. So they're who you meant when you said you had actors coming from Inazuma? Oh? It's the Traveler and Paimon. Wow, what a coincidence! Ayaka and I were just talking about you on the way here. Are you also here for the film? We just ran into Xavier earlier and came over with him. But I'm not an actress. Sir Kamisato and Lady Ayaka are the real actors here. I'm just tagging along with Ayaka to have a good time together. Ich hatte geglaubt, immer die Hauptrolle zu bekommen. About that, I mean, how was I supposed to contact you when I was making preparations for the film? I figured you were probably busy and I didn't want to disturb you. Da hat er jetzt eigentlich auch recht. Wir sind ja immer auf Achse, wir haben ja keinen festen Wohnsitz. Also uns zu kontaktieren wäre jetzt ja ein bisschen schwierig gewesen. So I Und could only geworden. keep you in the back of my mind while I sought other actors to play the lead roles in the film. I had been thinking about a surprise reunion with you during our trip here, but you still managed to surprise me first. Oh, so you all know each other already! My, what a coincidence! What are the chances everyone could be brought together here like this? Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made a reservation. Huh? Did you reserve 2 spots for us too? Yes, of course, of course. I'll be sure to tell the boss to serve a few more delicious dishes just to make sure there'll be enough food. Very well. Then please, kindly lead the way, Mr. Xavier. Gut, nächster Halt, Hotel de Boer. Wow, the buildings in Fontaine are so tall. Just look at how big they are. And there's the fountain that Aval mentioned earlier. It really is a magnificent sight. And look at that huge spinning sphere. Where does it get its power? Wait a sec. Could
Could it be one of those clockwork mecha we've heard so much about? Okay, gehen die zweite Etage des Hotels de Boer. Ja. Wo genau ist jetzt das Hotel gewesen? Ach, da oben. Gut, gut, gut. Dann legen wir so gleich mal los. Erstmal natürlich eine kleine Lagebesprechung zum Filmdreh. Und dann sehen wir auch mal weiter. Und dann später sowieso auch noch ein paar weitere Minispiele. Oder besser gesagt die ersten Minispiele.